Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns gemeinsam ein Video an, wo gezeigt wird, warum es immer mehr Deutsche nach Polen zieht, beziehungsweise warum immer mehr Deutsche Immobilien in Polen kaufen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. So, dann fangen wir auch schon direkt an. Ein Spaziergang am polnischen Ostseestrand gehört für die Eheleute Irke seit kurzem zur täglichen Routine. Denn sie sind keine Urlauber mehr, sondern hierher ausgewandert. Vor etwa einem halben Jahr haben sie sich ihren Traum, an der Ostsee zu leben, erfüllt. Und dass sie sich eine Wohnung im polnischen Swinemünde und nicht in Deutschland gekauft haben, hat einen einfachen Grund. Die gleiche Immobilie in der Größe, in der Ausstattung und so weiter hätten wir für dieses Geld nicht bekommen. Wir hatten unser Limit und das war vorher schon klar, das können wir machen und das haben wir jetzt auch so gemacht. Und das war eigentlich nur hier in Swinemünde möglich. Ihre neue Wohnung im polnischen Swinemünde liegt etwa 10 Minuten zu Fuß vom Meer entfernt. Oh, schön. Sie befindet sich in einer gepflegten Wohnsiedlung. Das ist jetzt hier unsere Wohnung. Sie ist 70 Quadratmeter groß mit Balkon und voll möbliert. Knapp 200.000 € haben sie dafür bezahlt. Etwas Vergleichbares, was Lage und Ausstattung betrifft, haben sie in den benachbarten deutschen Ostseeorten nicht gefunden. 200.000 €, das rechnen wir doch mal sofort direkt aus. Also Moment, 200.000 €, machen wir das mal mit dem heutigen Euro-Zloty-Kurs. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie der Kurs damals dort war, aber wir nehmen einfach mal den aktuellen Kurs. 200.000 €, das sind ungefähr 860.000 Zloty. Und wenn wir das dann jetzt durch, was waren das, 70 Quadratmeter, glaube ich, rechnen, dann haben wir einen Quadratmeterpreis von 12.285 Zloty pro Quadratmeter. Ich würde jetzt sagen, für Swinemünde ist der Preis ganz in Ordnung pro Quadratmeter. Wenn ich ehrlich bin, wenn du hier in Łódź mittlerweile eine Neubauwohnung kaufen möchtest, dann kannst du auch schon locker zwischen 12.000, 13.000 und 14.000 Zloty bezahlen pro Quadratmeter. Auch muss man dazu sagen, dass Swinemünde mit eins zu den teuersten Orten zählt, wenn es um Orte geht, die an der polnischen Ostsee liegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, der Preis ist akzeptabel, meiner Meinung nach zumindest. Ihr könnt mir das aber mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das viel oder wenig findet. Doch auch in Polen ist die Nachfrage für solche Wohnungen groß. Lange Zeit zum Nachdenken hatten die Rentner nicht. Man muss liquide sein, also man muss sofort das Geld parat haben. Also man kann es auch nicht über Zwischenfinanzierung und so, das wird hier alles nicht so anerkannt. Also man muss das Geld da haben und muss bezahlen. Ich bin mir jetzt nicht wirklich ganz zu 100% sicher, aber ich würde jetzt behaupten, dass das, was sie gerade gesagt hat, man muss liquide sein, wirklich nur in deren Beispiel so ist. Normalerweise kannst du hier in Polen eine Wohnung auch mit Kredit kaufen, mit Zwischenfinanzierung und so weiter und so fort. Ich denke, hier kommt das eigentlich mehr darauf an, wie liquide man selber ist oder wie weit man kreditwürdig ist, beziehungsweise wird da auch der Eigentümer der Wohnung natürlich auch seine Finger mit im Spiel haben und sagen, ja, ich will das nur auf bar verkaufen, beziehungsweise Cash und ich brauche das Geld jetzt sofort, ansonsten verkaufe ich dir die Wohnung nicht, so nach dem Motto, sage ich mal ungefähr. Im Großen und Ganzen trotzdem, normalerweise kann man hier in Polen mit Banken reden, mit den Eigentümern der Wohnung, dass die da auch einen Kredit akzeptieren. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass in deren Beispiel oder in deren Situation man wirklich liquide sein muss, es aber nicht der Alltag ist.
Die beiden Rentner das Geld für die Wohnung parat hatten, lag daran, dass sie ihr Haus mit Garten in Schwerin zuvor verkauft hatten. 30 Jahre ihres Lebens hatten sie dort verbracht. Angesichts der steigenden Energie- und Sanierungskosten in Deutschland fiel ihnen der Abschied vom Haus nicht schwer. Denn auch die Energiepreise sind in Polen deutlich günstiger. Wir bezahlen in Anführungsstrichen 11 Cent pro Kilowattstunde. So, und wir sind aus dem Haus in Schwerin gezogen. Da hatten wir seinerzeit 45 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Okay, hören wir mal weiter. So, und das sind schon Riesenunterschiede. Okay, ich hoffe, dass der Strompreis und die Sanierungskosten nicht der einzige Grund war für die Auswanderung, weil mittlerweile, meine ich, ist der Strompreis hier in Polen ganz nah zu dem deutschen Strompreis. Ich meine, ich habe auch mal letztens in einem Video erwähnt, der müsste jetzt bei circa 35 Eurocent liegen pro Kilowattstunde, wenn er in Deutschland bei 45 circa liegt. Naja, es ist günstiger, aber es ist nicht mehr so günstig, wie es wirklich noch vor einem Jahr war. Man muss auch sagen, das Video ist ungefähr jetzt ein Jahr alt. Ne? Also vor einem Jahr war das wahrscheinlich wirklich so. Der Strompreis hier in Polen war wesentlich günstiger. Mittlerweile ist er aber auch angestiegen. Strompreisdeckel wurde auch schon wieder verkürzt. Aber das habe ich alles in einem anderen Video erzählt. Packe ich euch später in den Kommentaren rein. Da könnt ihr euch das auch sehr gerne angucken. Die Rentner aus Schwerin sind nicht die einzigen Deutschen, die hier in Polen Wohneigentum kaufen. Obwohl die Immobilienpreise in Deutschland gerade sinken, scheinen Wohnungen und Häuser in Polen nach wie vor attraktiv zu sein. Immobilienmakler David Lies hat sich darauf spezialisiert, Deutsche wie die Irkes beim Immobilienkauf in Polen zu unterstützen. Er ist in Deutschland aufgewachsen und spricht daher perfekt Deutsch. Aktuell verkauft er Wohnungen in diesem neuen Komplex nicht weit vom Swinemünder Hafen entfernt. Anders als die Wohnung von Ehepaar Irke, die vorher schon bewohnt war, ist dies Erstbezug. Auch hier seien es vor allem Deutsche, die derzeit kaufen. Die an der Ostsee kaufen, die haben dieses Gefühl von Urlaub. Es ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist irgendwie schön, man fühlt sich hier wohl, man kann gut essen gehen, günstig und sehr lecker essen gehen. Manche auch als Kapitalanlage, einfach zur Diversifikation des Vermögens. Ja klar, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, gerade als Rentner. Und wenn du dann irgendwo an der Ostsee oder irgendwo am Meer lebst, klar, dann hast du vielleicht so ein bisschen so ein Urlaubsfeeling. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man jetzt als junger Mensch nach Swinemünde auswandern würde, beziehungsweise dort leben würde, könnte es schon ein bisschen schwieriger sein, weil ich denke, Swinemünde ist auch ein Ort, wo sehr, sehr viel zur Touristenzeit, also jetzt so zur Hauptsaison zwischen Juni und ich sag mal September sehr viel los ist, dann wird man auch wahrscheinlich wenig Probleme mit Arbeit haben. Aber außerhalb der Saison, wenn man jetzt jung ist und zum Beispiel Arbeit haben möchte, könnte es schon schwieriger werden. Da sind ja auch irgendwie jetzt keine monströsen Fabriken oder irgendwelche Lager. Klar, man hat da den Hafen, aber ich denke auch da sind die Arbeitsplätze begrenzt. Deswegen fürs Alter auf jeden Fall eine geile Idee, wenn man jünger ist und vor Ort arbeiten möchte, irgendwo stationär, denke ich, könnte es schon ein bisschen problematischer werden. Aber auch als Kapitalanlage, was da der Herr Lies gesagt hat, denke ich, ist das auch nicht verkehrt. Ne? Natürlich kommt das auch auf die persönliche Situation darauf an. Er gehört nicht dazu. Der Hamburger will auswandern, sobald er in wenigen Jahren in Rente gehen wird. Deshalb hat er gerade diese Wohnung gekauft. 200.000 Euro für 39 Quadratmeter. Ach, das rechnen wir doch sofort mal aus. 200.000 Euro für, was waren das, 39 Quadratmeter? Wir haben ja schon gesagt, 200.000 Euro, das sind 860.000 Zloty zum heutigen Kurs durch 39 Quadratmeter. Dann hat er ungefähr 22.000 Zloty pro Meter bezahlt. Ich finde 22.000 Zloty pro Meter ist jetzt nicht wenig. Ist wirklich nicht wenig. Vielleicht für die Lage ganz in Ordnung, aber nicht wenig. Wenn wir das jetzt nochmal durch den aktuellen Zloty-Euro-Kurs rechnen, dann sind das in Euro 5.128 Euro pro Meter.
es ist nicht wenig, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wo es noch teurer ist, was ich selber gesehen habe, auch mit eigenen Augen, das ist, wenn ihr in Danzig an der Altstadt seid, zum Beispiel, da sind ja diese ganzen Hotels an der Motoava, an diesem Kanal, und da sind teilweise Wohnungen, auch natürlich neu gebaute oder neuer gebaute Wohnungen, die da erstmal seit, ich weiß nicht, ein paar Jahren stehen. Da teilweise kostet eine Wohnung 35.000 Zloty pro Meter. Also das ist echt gigantisch. Wenn du dir dann eine kleine Einzimmerwohnung kaufen möchtest, irgendwie mit 40 Quadratmeter, musst du locker mit 1 Million Zloty rechnen. So ungefähr. Ne? Und dann noch Renovierung beziehungsweise Möbel und alles. Also das ist dann noch ein Stückchen teurer. Aber trotzdem, ne? Ist in Ordnung. Und einer Terrasse von 14 Quadratmetern. Einziger Wermutstropfen, er blickt auf ein denkmalgeschütztes Haus, das noch auf die Sanierung wartet. Die Wohnung ist nicht ganz so günstig wie die größere der Irkes, aber im Vergleich zu Hamburger Preisen ist es ein Schnäppchen für den 63-Jährigen. So eine Traumlage würde ich auch in Hamburg nicht kriegen, wo ich alles in der Nähe habe. Ich habe einen Park, ich brauche nur über die Straße. Ich habe hier das Meer, nämlich die Ostsee, kaum, also ein bisschen nur weiter. Dann habe ich hier den Hafen, Einkaufsmöglichkeiten sind hier um die Ecke. Sogar das Krankenhaus, falls mal was ist auch hier in der Nähe. Makler Lies erklärt uns noch einen finanziellen Vorteil für Deutsche, die eine Immobilie in Polen kaufen wollen. Die Grunderwerbsteuer, die ist seit September fällt die weg für Erstkäufer. Also wenn jemand eine erste Immobilie in Polen kauft, Bestandssektor, dann entfällt die. Bei Neubau zahlt man sowieso keine Grunderwerbsteuer, weil dort die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden muss vom Bauträger. Definitiv ein Vorteil, denn wer hier im benachbarten deutschen Ahlbeck eine Immobilie kauft, muss 6% Grunderwerbssteuer zahlen. Ja gut, aber ich würde jetzt sowas wie einmalige Kosten jetzt nicht sehr, sehr kritisch sehen. Vor allem, wenn ich das jetzt für mich selber zum Leben kaufe, also wo ich dann auch in Zukunft vielleicht wohnen werde oder vielleicht sogar wohnen möchte, dann finde ich okay, das ist eine einmalige Koste. Ich würde sagen, das wäre noch in Ordnung. Ne? Klar, wenn man spart, dann ist das immer gut, aber naja. Dass Polen für Immobilienkäufer nach wie vor attraktiv ist, hat auch Professor Florian Koch untersucht. Nach vermögenden Ukrainern stehen Deutsche beim Wohnungskauf schon an zweiter Stelle. Auch wenn jetzt in Deutschland die Immobilienpreise gesunken sind, während sie in Polen immer noch steigen, die haben sich noch nicht angeglichen. Wir haben dort immer noch Unterschiede. Je nachdem, man sagt so, es sind so ungefähr zwischen 20% und 40%. Doch die Preise variieren auch in Polen. Während man hier an der polnischen Ostsee 200.000 € für eine kleine Wohnung zahlen muss, bekommt man andernorts fast ein ganzes Haus dafür. Zum Beispiel in der Grenzstadt Stettin, eine knappe Fahrstunde vom deutschen Prenzlau und 1,5 Stunden von Neubrandenburg entfernt. Etwas außerhalb von Stettin zeigt uns Makler Lies eine Immobilie, die gerade zum Verkauf steht. Das Haus erfüllt alle energetischen Standard heute. Wir haben hier nur 50 € Fixkosten monatlich. 50 € Fixkosten für ein ganzes Haus? Also ich zahle in meiner Wohnung, habe ich definitiv mehr Fixkosten. Aber das ist ja Wahnsinn, echt. Also ist mir ehrlich gesagt schwer vorzustellen, aber ich glaube den jetzt einfach mal, dass er da jetzt auch die Wahrheit sagt. Aber 50 €, also rechnen wir das mal in Zloty, das sind dann irgendwie, ja, plus minus da 200 Zloty, ne? Bisschen mehr wie 200 Zloty. Sogar unter 200 Zloty. Ja, das ist auf jeden Fall Wahnsinn, echt krass. Mit Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, einer sehr guten Isolation, sodass man sehr geringe Fixkosten hat. In diesem sogenannten Bauträgerzustand, also ohne Innenausbau und Bodenbelag, würde eine Haushälfte mit Grundstück 200.000 € kosten. Um sich das Innere besser vorstellen zu können, zeigt uns Lies die eingerichtete Variante. Die soll 450.000 € kosten. Dazu zählt aber auch die moderne Inneneinrichtung mit hochwertigen Einbauschränken, der Küche mit allen Geräten, insgesamt 200 Quadratmeter Wohnfläche, dazu eine Ladestation für ein Elektroauto sowie 1000 Quadratmeter Garten. Wenn man sich Stettin anschaut, Stettin ist eine Großstadt mit ungefähr 400.000 Einwohnern.
Wenn man jetzt das mit Prenzlau vergleicht oder Neubrandenburg, dann sind Häuser hier nach wie vor um die 30 bis 40% günstiger. Bei Wohnungen gibt es einen Preisunterschied von ungefähr 30%. Also in Stettin muss man ungefähr mit 1.900 € pro Quadratmeter rechnen, wenn man eine Wohnung kaufen möchte. Das auch im Poln. Ja, aber wie gesagt, ich finde, dass 1.900 €, ja, so um die, ja, plus minus, sagen wir jetzt einfach mal 10.000 Zloty, 9.000 Zloty, das ist eigentlich, ich würde jetzt schon fast sagen, eigentlich in Ordnung, meiner Meinung nach zumindest. Also hier in Łódź ist das ja nicht anders, wie ich schon erwähnt habe. Ne? Also wenn du hier eine Neubauwohnung kaufen möchtest, kommst du hier locker auf 11, 12, 13, 14.000 Zloty. Und wenn du irgendwo eine schon bestehende Wohnung kaufen möchtest, natürlich kommt das jetzt auch darauf an, in welcher Gegend und wie alt ist das Gebäude und so weiter und so fort. Aber da musst du auch locker mit 8.000, 7.000, 8.000 Zloty pro Meter, also pro Quadratmeter jetzt rechnen. Deswegen würde ich jetzt, also ich dachte ehrlich gesagt, Stettin wäre ein bisschen teurer. Bisschen teurer hätte ich mir jetzt Stettin vorgestellt. Ne? Aber okay. Im polnischen Stettin die Preise vor allem im Neubau steigen, zeigt sich an diesem geplanten Wohnprojekt. Ein komplett neues Viertel mit Shops und Restaurants soll hier am Wasser entstehen. Also hier zahlt man ganz klar für die Lage. Wir sind mitten im Herzen von Stettin. Hier müssen Käufer mit 2.500 bis sogar 4.000 € pro Meter kalkulieren. Trotz dieser Preise, die schon deutsches Niveau erreichen, gibt es bereits deutsche Käufer für die Luxuswohnungen in Stettin. Zurück zu den Irkes nach Swinemünde. Ihren Umzug haben die Rentner nicht bereut. Das liegt auch daran, dass sie jetzt zwar preisgünstig in Polen wohnen, aber aufgrund der Grenznähe können sie die jeweiligen Vorzüge beider Länder nutzen. Wir sind 4 Kilometer von Deutschland weg. Unser wirtschaftliches Leben findet in Deutschland statt. Kulturell auch. Und hier genießen wir den Strand, das Meer und alles, was uns hier Spaß macht. Konkret heißt das für die beiden, auf der polnischen Seite nutzen sie vor allem Dienstleistungen, egal ob Handwerker oder Notar. Sie sind alle günstiger als in Deutschland. Ja, man kann so ganz grob sagen, so Dienstleistungen in Deutschland sind um das Doppelte teurer, beziehungsweise hier in Polen sind die ungefähr um die Hälfte günstiger. Jetzt nicht alles, aber so, ich sage jetzt mal wirklich Pi mal Daumen, ganz grob kann man das so sagen. Aber auch Grundnahrungsmittel wie Brot und Backwaren kaufen sie grundsätzlich hier. Für das, was wir jetzt hier gekauft haben, das sind 5 Berliner und 3 Brötchen, relativ große Brötchen auch, haben wir 9 Zloty 50 bezahlt circa. 2 €. Nach einem normalen Umrechnungskurs sind das 2 €. Mhm. Dasselbe gilt für das Tanken. Die Irkes fahren einen Diesel. Auch wenn sie an manchen Tagen etwas länger stehen müssen, getankt wird grundsätzlich auf der polnischen Seite. Gerade liegt der Diesel bei 6,50 Zloty, macht 1,41 €, etwa 40 bis 50 Cent pro Liter günstiger als in Deutschland. Der war schon auch mal tiefer, bei 1,34 oder 30 so, je nach Marktlage. Das ändert sich wirklich so wie auch in Deutschland. Zum Arzt, aber auch für kulturelle Veranstaltungen fahren die beiden gern die paar Kilometer über die Grenze in das benachbarte Aalbeck. Aber auch Hygieneartikel und Kosmetikprodukte kaufen sie bevorzugt im deutschen Drogeriemarkt, da diese nach ihren Recherchen etwas günstiger sind als in Polen. Ja, das war das Video dazu. Klar, den letzten Satz, was hier gerade gesagt wurde, Drogeriesachen und Drogerieartikel sind in Deutschland günstiger. Das ist in der Tat wirklich so, dass die teilweise den gleichen Preis haben oder wirklich in Deutschland günstiger sind. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Head & Shoulders Shampoo kaufe, dann zahle ich glaube, für eine 350 Milliliter Flasche umgerechnet circa 6, 7 €, so ungefähr. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau auf den Cent genau, aber ich würde jetzt sagen, dass das auf jeden Fall in Deutschland ein bisschen günstiger ist. Und so kann man dann noch trotzdem im Großen und Ganzen sagen, für Rentner, die nach Polen auswandern, ist das Leben hier günstiger, weil die ja eine deutsche Rente kriegen und die müssen ja nicht arbeiten. Das heißt, klar ist es dann auch, dass die mit dem Geld hier in Polen ein bisschen besser kalkulieren können. Man muss aber immer sagen, wenn man hier lebt und arbeitet und beziehungsweise für sein Geld arbeiten muss, ist das Leben in
Polen teurer, weil hier die Löhne um die Hälfte weniger sind wie in Deutschland, aber die Preise ja fast gleich sind, wie wir gesehen haben an dem Sprit. Ne, da sind wirklich nur ein paar Cent Unterschied und das ist ja nicht so, dass der Sprit um die Hälfte in Polen günstiger ist wie in Deutschland. Ne? Ansonsten finde ich das ganz cool eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn man sich hier in Polen eine Immobilie holt, um seine letzten, ich sage das jetzt mal ganz grob, seine letzten Tage hier in Polen zu verbringen. Warum nicht? Polen ist ein sehr, sehr, sehr schönes Land. Mich persönlich freut es auch zu hören, wenn es andere gibt, die auch Polen schön finden und hier hinkommen und ihre letzten Tage hier verbringen möchten. Mich freut das ehrlich gesagt. Aber deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Hinterlass mir das mal unten bitte in den Kommentaren. Ansonsten findest du bestimmt auch noch unten in den Kommentaren weitere Videos, die du dir anschauen kannst, die dich vielleicht interessieren würden oder vielleicht, wenn jetzt hier auch oben irgendwo aufleuchten. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!